Wir müssen uns mal unterhalten, und zwar hierüber. Die Spule im Stromkreis. Und das bringt uns automatisch zu Begriffen wie Elektromagnetismus und Induktion. Herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt und zum zweiten Teil passive Bauelemente. Der Schotte James Clerk Maxwell vereinte Elektrizität und Magnetismus zu einer gemeinsamen Naturkraft, dem Elektromagnetismus. Er stützte sich dabei auf Arbeiten von Wissenschaftlern wie Hans Christian Ørsted oder Michael Faraday. Ich will hier heute aber nicht die Maxwell'schen Gleichungen auseinandernehmen und das soll auch keine Vorlesung in theoretischer Physik werden. Darum habe ich das Wichtigste, was ein Buster zu dem Thema wissen sollte, in 3 Merksätzen zusammengefasst. Erstens: Jeder stromdurchflossene Leiter ist von einem Magnetfeld umgeben. Genauer müsste man sagen, jede bewegte Ladung erzeugt ein Magnetfeld. Die Betonung liegt auf bewegte Ladung, denn ruhende Ladungen erzeugen keine magnetischen Effekte. Zweitens: Befindet sich ein Leiter in einem sich ändernden Magnetfeld, wird an seinen Enden eine Spannung induziert. Hier liegt die Betonung auf ein sich änderndes Magnetfeld. Konstante Magnetfelder erzeugen keine Induktionsspannung. Und das dritte ist die Feststellung, wie sich Magnetfelder gegenseitig beeinflussen. Gleiche Magnetpole stoßen sich ab und ungleiche Pole ziehen sich an. So ähnlich verhalten sich ja auch elektrische Ladungen. Die Magnetfeldlinien um einen stromdurchflossenen Leiter verlaufen in geschlossenen Kreisen. Deshalb gibt es keinen ausgewiesenen Nord- und Südpol. Bewegt man eine Kompassnadel entlang so einer Feldlinie, dann dreht sie sich bei einem Umlauf einmal um sich selbst. Mit etwas Überlegung kommt man darauf, wovon die Stärke des Magnetfeldes abhängig ist. Es entsteht ja durch bewegte Ladungen. Bewegen sich mehrere Ladungen in die gleiche Richtung, dann addieren sich ihre Magnetfelder. Die Zahl der Ladungen, die sich zur gleichen Zeit in die gleiche Richtung bewegen, ist ja nichts weiter als der elektrische Strom. Das Magnetfeld ist also direkt proportional zur Stromstärke und deshalb steht I im Zähler. Keine Angst, mit der Formel werden wir nicht rechnen. In der Praxis sind andere Größen für uns interessant. Die zweite Abhängigkeit dürfte auch auf der Hand liegen. Es ist klar, dass das Magnetfeld hier direkt am Leiter wesentlich stärker ist als dort hinten am anderen Ende des Raumes. Das Magnetfeld nimmt mit der Entfernung ab. R ist der Radius der Magnetfeldlinie und damit der Abstand vom Leiter. Und 2π ist einfach eine Konstante. Im Experiment zeigt das Magnetfeld um den Leiter allerdings keine Wirkung auf meine Testobjekte. Es ist zu schwach. Der Strom müsste um Größenordnung erhöht werden. Dem sind aber Grenzen gesetzt. Mit einem zweiten Leiter, durch den ein gleich großer Strom in die gleiche Richtung fließt, hätten wir die Magnetfeldstärke verdoppelt. Wir bräuchten aber immer noch den doppelten Strom. Durch diese Überlegung kommen wir aber auf einen Trick. Wenn ich aus einem Leiter eine Schlaufe bilde, dann habe ich hier auch 2 parallele Leiter, durch die ein Strom in die gleiche Richtung fließt. Es ist aber jetzt zweimal der gleiche Strom, der hier vorbeifließt. Wir haben das Magnetfeld verdoppelt, ohne den Strom zu erhöhen. Und das kann man jetzt beliebig oft wiederholen. Das ist die Idee, die hinter der Spule steckt. Das Magnetfeld erhöht sich um den Faktor der Windungszahl n. Ich habe hier eine Spule mit 13.000 Windungen. Der Strom wird aufgrund des ohmschen Widerstands des Drahtes etwas geringer, aber die magnetische Wirkung sollte trotzdem um ein Vielfaches größer sein als bei einem einzelnen Leiter. Aber auch hier ist zunächst mal kein Effekt zu sehen. Anders sieht es aus, wenn die Spule einen Kern aus Eisen bekommt. Jetzt lassen sich die Schräubchen und Muttern anheben. Offensichtlich lässt sich das Magnetfeld durch bestimmte Stoffe im Spulenkern weiter erhöhen. Nach dem zweiten Merksatz können wir den Effekt umkehren und mit Hilfe von Magnetfeldern elektrische Energie erzeugen. Wie hoch die Induktionsspannung ist, hängt zum einen davon ab, wie stark sich das Magnetfeld ändert.
Δφ ist die Differenz des magnetischen Flusses vor und nach der Änderung. In der Praxis fast noch wichtiger ist die zweite Abhängigkeit. Die Induktionsspannung hängt davon ab, wie schnell diese Änderung erfolgt. Je kürzer die Zeitspanne, umso höher wird die induzierte Spannung. Auch die Induktion wollen wir mit meinen bescheidenen Mitteln experimentell überprüfen. Ein Leiter wird an einen Spannungsmesser angeschlossen. Digitale Instrumente sind ungeeignet, weil die Anzeigen zu träge sind. Deshalb nehme ich ein Drehspulinstrument. Bei einem einzelnen Leiter lässt sich die Spannung noch nicht nachweisen. Bei der Spule ist der Effekt wesentlich stärker. Und ein Eisenkern unterstützt das noch. Die Spule ist nichts weiter als eine Reihenschaltung von vielen einzelnen Leitern. Und bei der Reihenschaltung von Spannungsquellen addieren sich die Spannungen. Wir müssen also die Formel nur mit der Windungszahl multiplizieren. Eine besondere Form der Induktion ist die sogenannte Selbstinduktion, denn der Spule ist es egal, ob das Magnetfeld von außen kommt oder ob sie es selbst erzeugt hat. Wir schicken einen Strom durch die Spule, wodurch sich ein Magnetfeld aufbaut. Und diese Magnetfeldänderung induziert andererseits wieder in der Spule eine Spannung. Wie können wir die Einflussfaktoren auf die Eigenschaften einer Spule besser greifbar machen? Es wäre praktisch, wenn wir eine Größe hätten, mit deren Hilfe wir verschiedene Spulen miteinander vergleichen könnten. Das, was für den elektrischen Widerstand der Widerstandswert in Ohm ist, ist für die Spule ihre Induktivität L mit der Maßeinheit Henry. Sie beschreibt die Fähigkeit, Magnetfelder und Induktionsspannungen zu erzeugen. Um beide Effekte zu berücksichtigen, bezieht man sich bei der Definition der Induktivität auf die Selbstinduktion. Eine Spule hat eine Induktivität von 1 Henry, wenn bei einer Stromänderung von 1 Ampere innerhalb einer Sekunde eine Spannung von 1 Volt entsteht. Also nochmal, wir ändern innerhalb einer Sekunde den Strom durch eine Spule um 1 Ampere. Dadurch ändert sich das erzeugte Magnetfeld. Und wenn dadurch in der Spule eine Selbstinduktionsspannung von 1 Volt entsteht, dann hat sie eine Induktivität von 1 Henry. Um das zu messen, wäre die Versuchsanordnung recht kompliziert. Lässt sich denn die Induktivität einer Spule nicht auch aus ihrer Konstruktion berechnen, so wie beim Ohmschen Widerstand? Im Prinzip ja. Aufgrund der vielen Abhängigkeiten ist das aber komplizierter und nicht sehr genau. Diese Formel gilt auch nur für einlagige Zylinderspulen. Gehen wir das mal der Reihe nach durch. Die Induktivität steigt mit der Windungszahl und das sogar quadratisch. A ist die Querschnittsfläche des Spulenkerns. Klein l ist die Länge der Spule, damit ist aber nicht die Länge des Drahtes gemeint, sondern wie lang oder besser gesagt wie breit wird eine Spule, wenn wir Windung neben Windung legen. Mit der Länge verringert sich die Induktivität. Mit etwas Fantasie kann man sich vorstellen, dass so eine Spule ein kompakteres und stärkeres Magnetfeld erzeugt als so eine Spule. K ist ein Korrekturfaktor und ist abhängig vom Verhältnis Durchmesser der Spule zur Länge der Spule. Man kann ihn aus Diagrammen und Tabellen ablesen. μ bringt uns jetzt die Materialabhängigkeit. Gemeint ist damit das Material im Spulenkern. Der Faktor μ nennt sich Permeabilität und beschreibt die Durchlässigkeit für ein Magnetfeld. Er besteht aus 2 Teilen. μ0 ist die Permeabilität des Vakuums. Das ist eine Naturkonstante mit der Größe 4π mal 10⁻⁷ Voltsekunden durch Ampermeter. μr ist die relative Permeabilität eines Materials im Vergleich zum Vakuum. Der Faktor μr ist im Vakuum natürlich 1. Durch einen Kupferkern würden wir unser Magnetfeld leicht schwächen. Bei Luft und vielen anderen Stoffen ist μr nur unwesentlich größer als 1. Interessant wird es bei Kobalt, Nickel und Eisen. Dadurch lässt sich die Induktivität um Größenordnungen erhöhen. Bei einem Eisenkern bis zum 10.000-fachen.
Allein die Schwankungen von μr zeigen, wie schwierig es ist, die Induktivität genau zu berechnen. Wir werden später noch eine einfache Möglichkeit kennenlernen, bestimmte Spulen zu berechnen. Um genaue Werte zu bekommen, muss man allerdings messen. Betrachten wir zuerst das Verhalten im Gleichstromkreis. Der Widerstand in der Versuchsschaltung dient nur dazu, dass der Stromkreis nach dem Abschalten der Spannungsquelle geschlossen bleibt. Beim Einschalten entsteht durch das ansteigende Magnetfeld in der Spule eine Induktionsspannung. Und jetzt kommen wir zum Minuszeichen in unserem Induktionsgesetz. Diese ist der angelegten Spannung entgegengerichtet. Die resultierende Spannung über der Spule ist die Differenz daraus und deshalb geringer. Dadurch wird auch der Strom durch die Spule begrenzt. Er steigt langsam an, bis das Magnetfeld seine volle Stärke erreicht hat. Jetzt wird der Strom nur noch durch den ohmschen Widerstand der Spule begrenzt. Ich habe versucht, das mit dem Oszillographen einzufangen, leider nicht ganz störungsfrei. Was passiert beim Ausschalten? Das Magnetfeld beginnt zusammenzubrechen. Dadurch wird wieder eine Spannung induziert. Da sich das Magnetfeld jetzt in die umgekehrte Richtung verändert, ist auch die Polarität der Induktionsspannung vertauscht. Sie lässt jetzt den Strom weiterfließen, bis das Magnetfeld komplett abgebaut ist. Was würde übrigens passieren, wenn wir den Widerstand weglassen würden? Durch das Auftrennen des Stromkreises würde das Magnetfeld der Spule fast schlagartig auf Null fallen. Diese schnelle Magnetfeldänderung führt zu einer sehr hohen Induktionsspannung. Das führt dazu, dass an Schaltkontakten ein Lichtbogen entsteht, wenn man induktive Lasten schaltet. Die hohe Induktionsspannung ionisiert die Luft zwischen den Kontakten und lässt so den Strom weiterfließen. Daran müssen wir auch denken, wenn wir induktive Lasten wie dieses Relais durch eine Elektronik schalten wollen. Die hohe Spannungsspitze beim Abschalten würde ohne Schutzmaßnahmen unseren Schalttransistor sehr schnell in den Halbleiterhimmel befördern. Beim Einschalten ist der Widerstand der Spule größer. Es sieht so aus, als würde zum ohmschen Widerstand der Spule ein weiterer Widerstand in Reihe liegen, der dann mit der Zeit immer geringer wird, bis er ganz verschwindet. Da es sich um keinen realen Widerstand handelt und an ihm auch keine Leistung in Wärme umgewandelt wird, spricht man vom induktiven Blindwiderstand XL. Was passiert im Wechselstromkreis? Durch die ständige Spannungsänderung ändert sich auch ständig das Magnetfeld in der Spule und es wird ständig eine Gegenspannung induziert. Der induktive Blindwiderstand verschwindet nicht. Eine Spule setzt einem Wechselstrom also einen höheren Widerstand entgegen als einem Gleichstrom. Wovon hängt der induktive Blindwiderstand ab? Nun von der Induktionsspannung, die hier entsteht. Und die ist abhängig zum einen von der Induktivität der Spule und zum anderen davon, wie schnell sich die Spannung ändert. Und das ist die Frequenz der Wechselspannung. Mit steigender Frequenz wird so eine Spule immer weniger durchlässig. Auch im Wechselstromkreis sind Strom und Spannung nicht synchron. Der Strom erreicht immer erst später sein Maximum. Das rote ist die Spannungskurve und die gelbe Kurve zeigt den Stromverlauf. Sie ist um eine Viertelperiode versetzt bzw. 90 Grad Phasen verschoben. Der Strom hinkt der Spannung hinterher oder anders gesprochen, die Spannung eilt dem Strom um 90 Grad voraus. Beim Zusammenschalten verhalten sich Induktivitäten wie Widerstände. Bei einer Reinschaltung addieren sich die einzelnen Induktivitäten. Vorausgesetzt natürlich, dass sich die Magnetfelder der einzelnen Spulen nicht beeinflussen. Bei einer Parallelschaltung ist der Kehrwert der Gesamtinduktivität gleich der Summe der Kehrwerte der einzelnen Induktivitäten. Eine der bekanntesten Anwendungen von Spulen finden wir in diesem Netztransformator. Durch zwei magnetisch miteinander gekoppelte Spulen kann eine Wechselspannung von einer Spule auf die andere übertragen werden. Die Ausgangsspannung hängt ab von der Eingangsspannung und den Windungszahlen. Das Verhältnis der Windungszahlen von Primär- und Sekundärspule nennt man Übertragungsfaktor Ü. Ein- und Ausgangsspannung verhalten sich proportional dazu.
In einem idealen Transformator wird die Leistung 1:1 transformiert. Leistung ist Strom mal Spannung und deshalb verhalten sich die Ein- und Ausgangsströme genau entgegengesetzt. Bei einer kleineren Ausgangsspannung kann ich dafür einen höheren Strom entnehmen. Transformatoren werden aber auch benutzt zur Widerstandsanpassung, wobei wir im Wechselstromkreis von Impedanz reden. Im Gegensatz zum Ohmschen Widerstand berücksichtigt die Impedanz auch die Blindwiderstände und die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung. Das Verhältnis von Ein- und Ausgangsimpedanz entspricht dem Quadrat des Übertragungsfaktors. Das erhält man, wenn man in die Formel die Werte für Strom und Spannung einsetzt. Im wahren Leben gibt es aber keine idealen Transformatoren. Ein Teil der Eingangsleistung geht verloren. Bei Netztransformatoren rechnet man etwa mit einem Faktor von 1,18 bis 1,2. Das heißt, die Eingangsleistung muss etwa 20% höher sein als die Leistung, die man am Ausgang entnehmen kann. Verluste können entstehen durch das ständige Ummagnetisieren des Eisenkerns oder durch Wirbelströme. Das magnetische Wechselfeld erzeugt ja nicht nur eine Induktionsspannung in der Sekundärspule, sondern auch in dem elektrisch leitfähigen Eisenkern, der sich dadurch erwärmt. Um die Wirbelströme einzugrenzen, ist der Eisenkern so eines Netztrafos nicht massiv, sondern besteht aus vielen voneinander isolierten Blechen. Bei höheren Frequenzen genügt auch das nicht mehr. Für diesen Zweck gibt es Spulenkerne aus Ferriten. Das sind keramische Werkstoffe, die ferromagnetisch, aber schlecht leitend sind. Fassen wir nochmal die Anwendung solcher Transformatoren zusammen. Vor allem in der Energieversorgung dienen sie der Spannungstransformation. Man kann mit ihnen aber auch Signale übertragen. Dann benutzt man statt Transformator den Begriff Übertrager. Solche Übertrager dienen in der Regel der Impedanzanpassung verschiedener Verstärkerstufen. Die dritte Funktion ist die galvanische Trennung. Durch die magnetische Kopplung sind Ein- und Ausgangskreis nicht elektrisch miteinander verbunden. Das nutzt man zum Beispiel bei Schutztransformatoren, wo man Geräte vom geerdeten Hausnetz trennen möchte. Man findet Spulen aber auch in Form sogenannter Drosseln. Eine Drossel ist nichts weiter als ein Widerstand, der vor allem im Wechselstromkreis wirkt. Man findet sie vor allem in Störfiltern. Durch die Selbstinduktion werden die schnellen Spannungsänderungen bei einem Störimpuls unterdrückt. Als Vorschaltgerät von Leuchtstofflampen erfüllt sie gleich zwei Aufgaben. So eine Leuchtstoffröhre lässt sich mit 230 Volt betreiben, um sie aber erst einmal zu zünden, braucht man höhere Spannung. Der Starter in der Leuchte trennt den Stromkreis kurz nach dem Einschalten wieder auf und die entstehende Spannungsspitze an der Spule zündet die Röhre. Manchmal sind dazu mehrere Versuche nötig. Im laufenden Betrieb dient sie dann einfach als Vorwiderstand. Aufgrund der Frequenzabhängigkeit des Blindwiderstandes lassen sich mit Spulen einfache Filter konstruieren. Bei dieser Anordnung von Spule und Widerstand bekommen wir einen Tiefpass. Gehen wir mal von einer idealen Spule aus. Für Gleichspannung hat sie einen Widerstand von 0 und die Ausgangsspannung ist gleich der Eingangsspannung. Mit steigender Frequenz erhöht sich der Widerstand der Spule und damit der Spannungsabfall. Die Ausgangsspannung sinkt. Unsere Schaltung lässt tiefe Frequenzen passieren und unterdrückt höhere Frequenzen. Wenn wir jetzt Spule und Widerstand vertauschen, bekommen wir einen Hochpass. Für niedrige Frequenzen ist diese Spule quasi ein Kurzschluss und wir bekommen nur eine sehr kleine Ausgangsspannung. Mit steigender Frequenz wird die Spule immer weniger durchlässig und die Ausgangsspannung steigt. Diese Anordnung lässt vor allem hohe Frequenzen passieren. Ja, und auf eine weitere wichtige Einsatzmöglichkeit von Spulen werden wir später irgendwann gesondert eingehen, nämlich als Bestandteil von Schwingkreisen, zusammen mit einem weiteren passiven Bauelement, dem Kondensator, den wir im dritten Teil behandeln werden. Zum Schluss noch die versprochene einfachere Möglichkeit, Spulen zu berechnen. Bei solchen Ferritkernen findet man in den Datenblättern einen sogenannten AL-Wert, meistens in Nanohenry pro Quadratwindung. Um die Induktivität einer Spule zu berechnen, braucht man jetzt nur den AL-Wert mit dem Quadrat der Windungszahl zu multiplizieren. Oder man stellt die Formel nach n um, denn in den meisten Fällen wird man ja wahrscheinlich
die Windungszahl wissen wollen für eine bestimmte Induktivität. So, das soll es für heute zum Thema Spule gewesen sein. Wir sehen uns hoffentlich wieder im dritten Teil passive Bauelemente. Bis dahin.